Servus Leute, was geht ab? Willkommen zurück zu einem weiteren Video. Und zwar haben wir jetzt endlich die neuen Notizen, Patchlogs, für das neue Update. Wir haben jetzt endlich die neuen Fähigkeiten hier offiziell dabei. Es ist genau das, was wir schon im letzten Video besprochen haben. Ich werde jetzt auch nicht mehr darauf eingehen, weil sonst wird das Video viel zu lang. Wir werden nur auf die Sachen eingehen, die jetzt noch nicht besprochen wurden. Und da gehen wir direkt in den Balance Patch rein, der auch dabei ist für die Kriegsnurse. Die Aktionsleiste-Reduktion für die 6-Sterne-Effekt, also wenn man auf 6 Sterne erhöht, wurde von 35 auf 50 erhöht für den dritten Skill und die Abklingzeit-Reduktion wurde entfernt. Das heißt, man hat jetzt eine Runde mehr Abklingzeit als davor. Beim Wandernden Mönch hat man den 6-Sterne-Effekt geändert von Geschwindigkeit erhöhen um 15 auf Fähigkeiten verstärkt. Das sind, glaube ich, die 2 hier. Meditation einmal. Kann jetzt auch auf Verbündete gezaubert werden. Du und dein Ziel entfernen Debuffs und bekommen 2 Runden Counterattack. Das ist ziemlich nice. Wird richtig gut, glaube ich. Und hier auch noch das, finde ich echt heftig. Nature Order, ich glaube, das müsste die passive sein. Wenn ein Verbündeter Aktionsbalkenreduktion bekommt, erhöht sich deine Aktionsleiste um 20%. Das wird insane. Der Barbar wurde auch gebufft, in Anführungszeichen. Da wurde ein Effekt hinzugefügt, dass wenn der Gegner mehr Geschwindigkeit verliert, dass er dann weniger Schaden auf den Barbar macht. Bedeutet, wenn der Gegner zum Beispiel 250 Speed hat im Gesamten und der Barbar hat ja nur 100 Speed zum Beispiel, sagt er die Passive, dass alle Elements auf dem Feld seine Speed annehmen. Das heißt, die Differenz, die dazwischen ist, ne, da wird alle 100 Speed Differenz um 10% Schaden reduziert bei Barbar. Ziemlich stark. Bin mal gespannt. Aber es wird ihn wahrscheinlich nicht retten, weil wir wissen alle, wie Leo in Summoner Sword funktioniert. Ist halt noch nicht so perfekt hier mit den Turnorder vor allem. Aber wir werden sehen, wie es funktionieren wird. Die Feen wurden gebufft. Baum wurde gebufft um 25%. Leafstorm, das müsste der AOE-Skill gewesen sein. Ziemlich cool. Licht wurde Abklingzeit verringert. Von 6 auf 5 Runden. Von Misdirection. Spezialist Licht wurde die Aktivierungsrate von 90 auf 80% erhöht. Von der dritten Fähigkeit, wenn ich mich nicht täusche. Mann im Harnisch. Rust wurde der 6-Sterne-Effekt geändert. Von Schaden proportional zur Geschwindigkeit zu erhöht 10% die HP von dem Verbündeten mit dem geringsten HP. Ich glaube, das müsste Skill 1 sein. Habe ich noch nie gekämpft, deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich so schlimm war, aber wahrscheinlich hat er sehr, sehr viel Schaden gemacht, deswegen wollte man das damit ausmerzen. Der Sphärenweiser Dunkel bekommt jetzt Bonusschaden von 15 auf 20%. Der ist schon sehr stark, also ich weiß nicht, warum der nochmal erhöht wurde, aber wir werden sehen. So, die Dinosaurier nochmal hier, die 4-Stars, die haben wir, wie gesagt, auch die Vikings und die Dinosaurier haben wir schon im letzten Video durchgenommen. Guckt einfach das letzte Video und dann versetze ich euch alle Fähigkeiten, erkläre nochmal die Fähigkeiten. Lichthexe müsste die AOE-Damage gewesen sein. Wurde die Aktivierungsrate von 70 auf 80% erhöht. Wasser Ripper, Robot Dance, müsste auch die dritte Fähigkeit gewesen sein. Da wurde Nullify von einer Runde auf 2 Runden erhöht. Nicht Runden, sorry, Stapel. Genau. Das auf jeden Fall zum Balance Patch. Also Balance Patch ist ein bisschen mau, muss ich ehrlich sagen. Also ich hätte da ein bisschen andere Sachen erwartet. Ich will nicht darauf eingehen, aber ja, wäre besser, schön gewesen, noch andere Sachen mit einzubinden. Aber vielleicht kommt es ja noch. So, Spezialisierungen wurden noch verfeinert und getuned. Vor allem auch einige Elements wurden jetzt von den Typen geändert. Beim Wassermönch hatten wir schon im letzten Video von Nuka auf Tank wurde geändert. Sobald das Update draußen ist, wird die Spezialisierung resettet. Das heißt, ihr könnt ja wieder neu skillen, weil man müsste ja sonst resetten und es kostet Kristalle, aber ich meine, wäre ja nicht so schlimm. Genau. An Bombmann wurde von verliert sein Disruptor und bekommt jetzt Core. Dark Iron Fist bekommt Tank. Fire Gunslinger bekommt Initiator. Wasser Gunslinger bekommt Disruptor. Okay. Bei Core wurde noch ein bisschen was geändert. Das Death. Die Reduktion vom Bossangriff wurde auf 246 erhöht. Die
Kritische Rate gegen Bosse wurde auf 246 erhöht. Kaskade ist so eine sehr interessante Spezialisierung, die ich immer noch nicht so ganz verstanden habe, muss ich ehrlich sagen. Aber die wurde jetzt auch ein bisschen verfeinert, weil der Effekt soll jetzt nicht nur Echo-Sets und bestimmte Skills, die halt mehrere Mal hintereinander angreifen, zählen, wie hier beim Baumspinnmann oder Spinjon oder Man im, ich weiß noch nicht welcher. Wahrscheinlich Licht oder Dunkel, ne? Wasserninratte, Licht, Himmelpolizistin oder hier steht Dark Meine Moms. Okay. Soll aber jetzt auch Fähigkeiten oder doch Fähigkeiten mit reinpacken, die in der gleichen Runde mehrmals angreifen, wie zum Beispiel hier Baum Scharfschützen, weil die greift ja mit der ersten Fähigkeit an und als Passive greift sie ja zum Beispiel, oder nee, sie greift mit der zweiten Fähigkeit an und als Passive darf sie ja nochmal mit der ersten Fähigkeit angreifen. Das heißt, mehrere Fähigkeiten in einer Runde zählen auch jetzt mit da rein. Auch hier zum Beispiel bei Twin Blades, also Doppelklinge im Wasser zum Beispiel. Wenn ja jemand tötet, dann greift er mit der ersten Fähigkeit nochmal an, glaube ich, oder mit der zweiten Fähigkeit, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Und das soll jetzt auch mit reinzählen in Kaskade, ist ziemlich nice. So, Disabler bekommt auch nochmal ein bisschen Justierung, und zwar Ruin. Bombenschaden wurde auch auf 246 erhöht. Rhythm wurde komplett reworked. Dass, wenn man erfolgreichen Unfähigkeitseffekt oder eine Aktionsbar-Reduktion gemacht hat, wird die Geschwindigkeit jetzt von 1,122 bis zu Maximum 4, 8, 12, 16, 20 erhöht. Schon stark. Also 20 Speed zu erhöhen ist schon, also das ist nicht wenig. So, bei Nuka hat man jetzt einen Ruin, den Bombenschaden auch erhöht auf 246. Bullying hat man den kritischen Schaden von 1, 2, 3, 4, 5 auf 246 erhöht. Die Auslöskondition wurde geändert von Gegners Stats weniger als deine zu weniger als die Hälfte von deinem. Damit soll man einfach die Chance haben, eher diese Fähigkeit überhaupt zu benutzen, sagen wir es mal so. Wurde aber auch von der Position geändert mit Killing Machine. Also das heißt, Killing Machine war ja, glaube ich, in der Mitte ungefähr und dann kam ja dieses Bullying und jetzt soll Killing Machine 1 runter und Bullying 1 hoch. Das heißt, man muss Bullying skillen, um Killing Machine zu skillen und nicht mehr andersrum. Replete wurde jetzt geändert. Achso, nee, warte mal. Killing Machine haben wir ja noch nicht durch. Angriff, Verteidigung erhöht sich für jeden Kill, den man macht, von 4, 8, 12 auf 10, 15, 20, 25. Okay, es wird jetzt deutlich erhöht. Bin mal gespannt. Benutze ich per se gar nicht, weil es gibt bessere Skills, muss man fairerweise sagen. Aber obwohl, man muss sagen, 25% ist jetzt nicht wenig, aber 1, 2, 3, 4, 5 Kills zu machen in einer Runde wird sowieso schwierig und vor allem in Dungeons läuft jede Runde immer wieder weiter, so dadurch resettet sich eigentlich alles. Deswegen weiß ich nicht, ob das so funktioniert, aber wir werden sehen. Nuka wurde verändert, leider, weil Nuka ist ja Replete, weil Replete war ja so, dass wenn man mehr als die Hälfte der HP hat man Angriff und Verteidigung bekommen. Jetzt ist es so, man muss volle HP haben, um Angriff und Verteidigung zu bekommen. Wird sich zeigen, ob man das noch dann skillen würde. Vielleicht beim Farmer oder so. Bei Support wurden noch ein paar Sachen geändert. Hier die Erhöhung vom Schild. Also wenn man unter Schild hat, dass man Damage Reduction bekommt, wurde um 1% pro Widerstand pro Level nochmal erhöht. Dann, wenn du keine Buffs hast, hier bei Adversity, wenn du keine Buffs hast, dann wird der Widerstand erhöht um bis zu 5%. Wenn du Debuffs hast, nochmal um 5% erhöht. Also bis zu 5% so rum. Relaxed wurde dann nochmal reworked, wenn du keinen Angriff in deiner Runde gemacht hast, also die Verbündeten bufft oder sonst was, dann erhöht sich die Geschwindigkeit bis zu 5 bis zum Maximum von 20. Dann beim Initiate Alertness wurde die Accuracy erhöht auf 6%. Dann der Schaden, den man macht, auf 6% bei Quell. Adrenalin wurde jetzt von die Geschwindigkeit auf permanent erhöht. Das heißt, wenn man das erste Mal unter die Hälfte der HP droppt, bekommt man permanent einen Speed-Bonus. Davor war es ja anders. Das war ja davor immer, wenn man unter der Hälfte der HP war, hat man Speed-Bonus bekommen. Das haben sie jetzt geändert. Beim Tank haben sie die Schildmenge erhöht
auf 6%. Äh, Indomitable haben sie jetzt einen permanenten Widerstandsbonus gemacht, wenn man unter die Hälfte vom HP das erste Mal droppt. Also so wie beim anderen auch. Dann Concentration by Disruptor, die Aktivierungsrate wurde jetzt auf bis zu 20% erhöht. Ja, also es wird auf jeden Fall noch einige Speziellen bestimmt nochmal Upgrades geben und Fixes geben. Aber das ist ja schon mal ein guter Anfang, dass die da schon mal ein bisschen umschrauben am Tuning. So, dann haben wir bei Kampf, also bei den Debuffs und Buffs, haben wir jetzt das Unreviable. Das hatten wir schon letztes Mal besprochen. Das ging, glaube ich, beim Inu. Dass wenn halt ein Gegner diesen Debuff hat, kann er nicht wiederbelebt werden. Hatten wir ja schon letztes Mal besprochen. Stealth auch genauso mit dem Counter-Attack, dass wenn man Stealth hat, dass man kein Counter-Attack bekommt. Bei Provoke ist es jetzt so, dass wenn man ja Provoke auf seinem Monster hat, auf seinem Elimon, hat man einen Damage Reduction. Früher war das so, oder das Problem war, dass wenn der Gegner ein Single-Target gemacht hat, dann wurde Provoke schon aufgelöst, bevor der Gegner dich angegriffen hat. Somit war Damage Reduction einfach obsolet. Also jetzt ist es so, Provoke bleibt bis zum Ende des Angriffs vom Gegner, damit Damage Reduction funktioniert. Das haben sie jetzt gefixt. Jetzt gibt es auch im Fall noch ein Element Dungeon Event, das haben sie jetzt auch noch mit reingepackt. Ab dem 20. gibt es jeden Monat für 5 Tage ein Event, wo man dann Element Dungeon farmen kann, wo man dann als Belohnungen ein Primal Heart bekommt und Eleriums bekommt. Ich glaube, das sind Legendary Eleriums, wenn ich mich nicht täusche. Powerful Eleriums, ja, müsste sein. Die Primal Hearts sind jetzt einfach nur Universalherze. Das heißt, man kann die für jedes Element benutzen. Ziemlich cool, dass man zumindest einen bekommt. Ich weiß nicht, ob man nur einen bekommt oder mehr. Zumindest steht da Belohnung Primal Hearts, also Mehrzahl. Ich hoffe, man bekommt mehr. Es wird einen Genpass geben, den man dann wahrscheinlich auch in diesem Event bekommt. Der hält dann für 30 Mal, dass man dann die Material-Drops um 1 erhöht pro Run. Auch okay. Dann Call of the Battle Soul. Das neue Event kommt jetzt endlich raus mit dem neuen Event mit dem Summons, also mit den neuen Monstern besser gesagt. Das Special Event wird dann 30 Tage halten, wenn die beiden Elemons kommen. Und während dieses Events kann man Event-Eleriums bekommen. Das sind dann diese 9. Da kann man 2 Stück bekommen. Ein Licht-Dunkel bekommen und ein Powerful. Ja, Powerful sind die Legendaries. Und eine Anzahl an normalen Eleriums. Und das Geile an diesen Event-Eleriums ist halt, man kann dann. Es hat einen Summoning-Pool, so wie diese Special Summons. Das heißt, diese Event-Eleriums können nur diese 10 Elements beschwören, die es halt in dem Pool gibt. Also alle 5 Dinosaurier oder alle 5 Vikings können in diesen Eleriums dabei sein. Ich hoffe nur, das wäre super gut, wenn man den Pity damit auch kontrollieren kann. Das heißt, wenn ihr den Pity auf 200 ungefähr auf 200 hinbekommt und die Chance erhöht auf Net 5, dass man dadurch die Event-Eleriums damit auslösen kann. Das wäre nice. Werden wir aber testen. Also kommt gerne im Stream vorbei, wenn wir dann an dem Tag die Beschwörung machen. Ich werde definitiv am Release-Tag werde ich Beschwörung machen. Gibt schon einige, die mitmachen wollen. Das heißt also, wir werden sehr, sehr viele Summons wieder haben. So, ein monatliches Event wurde auch geändert. Beim Tab Punkte wurde jetzt einiges geändert. Die ganzen Sachen, die man da kaufen kann, kosten jetzt keine Punkte mehr. Außer die unbegrenzten Sachen. Also die ganz unteren, die unbegrenzten, die kosten natürlich dann Punkte. Aber alle anderen, die man freischaltet, werden keine Punkte mehr kosten. Der tägliche Tab wurde entfernt, wo man ja täglich Sachen kaufen konnte. Das wurde jetzt so gemacht, dass es am Tag 2 Daily Quests geben wird, die man machen kann und da man Belohnung abstauben kann. So, dann kommen wir endlich zum Hintergrundkampf, auf das alle warten. Der Hintergrundkampf wird so sein, wie wir schon besprochen haben. Es wird im Hintergrund stattfinden. Man kann das Game schließen, man kann machen, was man will. Ne, man kann es, während man schlafen geht, starten und dann am nächsten Tag aufwachen und dann Loot sammeln. Das einzige Problem dabei ist, was ich hier sehe, es steht 11 von 20. Ich glaube oder ich befürchte, dass der Background Battle nur bis 20 gehen wird. Ich hoffe, es wird nicht so sein. Ich hoffe, dass es einfach nur nicht zu zeigen, dass es noch mehr gehen kann. Ich hoffe, es wird mehr. Es wäre schön, dass wir, wenn wir zumindest bis zu 50 Runs machen können im Background,
Weil sonst macht es meiner Meinung nach wenig Sinn, AFK zu gehen, also quasi das Handy zu schließen und was anderes zu machen, weil manche Runs dauern nur 10 Minuten, dann müsste ich halt jedes Mal mein Handy nach 10 Minuten anmachen. Nur als das, genau. Enable, Disable, das ist einfach nur, man kann halt dann hier draufklicken und dann kriegt man dieses Fenster, man kann dann hier alles managen, man kann hier seine ganzen Bauteile verkaufen, upgraden und so weiter. Man bekommt sie aber erst ins Inventar, wenn der Background Battle abgeschlossen ist. Das heißt, wenn ihr dann ein Bauteil habt und ihr wollt es benutzen, müsst ihr erst auf Stoppen klicken und dann könnt ihr es in euer Inventar bekommen. Dann Strengthen und Inherit, das ist dieses Vererben-Gedöns. Da wurde dieser Cooldown jetzt endlich entfernt. Das ist auch gut so, weil man braucht diesen Cooldown nicht mehr. Man kann dieses Ding nicht mehr abusen für Belagerungskämpfe, weil früher war es ja so, man hat ja die ganzen Stats auf das Neue gebracht. Jetzt ist es ja so, man tut ja das Neue nehmen und in das alte Element reinpacken, die Stats. Das heißt, man behält ja das alte Element. Deswegen braucht man das hier nicht mehr. Man kann es nicht mehr abusen, was ziemlich gut ist. Dann Strategie. Es gibt jetzt so ein empfohlenes Team-Button-Teil bei Lost Tunnel, also bei verlorenen Tunnel und bei also mentale Festung. Und einen Kopieren-Button, dass man die empfohlenen Teams auch dann kopieren kann und benutzen kann, wenn man die Elements natürlich hat. Ansonsten Chat wurde jetzt noch eine Benachrichtigung mit eingefügt, wenn man einen 6-Star spezialisiert hat, wird dann im Chat geschrieben, yo, der hat den 6 Sterne spezialisiert. Wer es auch immer braucht. I don't know, ich brauch's nicht. Aber ja, das war's eigentlich. Und es gibt noch ein paar Fixes, aber die sind jetzt irrelevant, weil die meisten von euch wüssten nicht mal, dass es das gab. Da will ich jetzt auch nicht wirklich drauf eingehen, weil das Video wird dann viel zu lang und ich will jetzt dann auch irgendwann natürlich euch gehen lassen, ne, Leute? Also, das war's auf jeden Fall zu dem Patch. Ich denke mal, wie gesagt, es wird entweder diese Woche noch kommen, am Freitag. Höchstwahrscheinlich, ist meine Vermutung. Aller spätestens am Montag. Aber ich bin mir eigentlich zu 99% sicher, dass es am Freitag kommen sollte, weil Wochenende, ne, viele wollen dann natürlich loslegen. Wochenende ist immer so mehr Hype als am Anfang der Woche. Deswegen denke ich, das wird jetzt am Freitag rauskommen. Ich glaube, dass sie wahrscheinlich jetzt entweder heute oder morgen noch die Veröffentlichung oder die Ankündigung machen, wann es rauskommt. Also bleibt dran und seid gespannt wie ich. Ich hoffe, ihr seid dabei, ihr habt Bock drauf. Ich hoffe, wir kriegen wieder einige Leute wieder dazu, das Spiel zu spielen, weil wir kriegen endlich unser Hintergrundskampf, Leute. Es ist endlich soweit. Es wird es endlich geben. Geil. Bin so froh endlich darüber, dass wenigstens etwas dabei ist, was die Leute so sehr wollten. Deswegen, lasst gerne einen Daumen da, Follow da, würde mich freuen. Vielen, vielen lieben Dank auf jeden Fall für euch fürs Zusehen und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dann. Ciao.